Hey Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Dennis hier, aka Fragrance Talk. Ja, der einzig wahre, unerreichte Fragrance Talk. Heute stelle ich euch mal einen richtig günstigen, saugeilen Duft vor. Wird auch mal wieder Zeit, weil es gibt eben auch Menschen, die nicht 200, 300 Euro gern ausgeben möchten. Und ich stelle auch grundsätzlich dieses Video oder diesen Duft heute auch vor für Leute, die gar nicht wirklich doll mit Parfüm in Berührung kommen, die ab und zu mal einen Duft haben möchten. Und dafür ist dieser auch richtig perfekt. Aber bevor ich das oder diesen Duft vorstelle, abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Das würde mich natürlich freuen. Und ja, werdet auch Mitglied. Es kommen immer mehr dazu. Ja, das immer wieder dasselbe Thema. Der Mitglied-Button ist neben oder unter meinem Namen auf der Hauptseite. Wenn ihr ihn nicht seht, müsst ihr in einen anderen Browser reingehen oder in die Desktop-Version. Das ist leider, fragt mich nicht warum, habe ich letztens schon erklärt in einem Video, das macht YouTube irgendwie so. Irgendwie fügt er den Button Mitglied werden nicht immer ein. So, jetzt kommen wir zu diesem interessanten, günstigen Duft. Ja, Missoni Wave. Ja, die Welle, die blaue Welle hier. Also erstens, ich habe 29 Euro dafür bezahlt. Ich bin der Meinung, ganz am Anfang war es sogar noch günstiger. Und Magnetverschluss schon mal. Und ne, Glas, kein Schund, nichts. Damit fängt es schon mal an. Richtig nice. Und es ist ein richtig guter Begleiter im Hochsommer. Gefällt mir richtig gut. Da kann ich nur sagen, da liegt die Betonung auf nice. Perfekter Sprüher. So, wir reden hier von einem Duft, der 19 Euro bis 49 Euro, weil es ist schon ein Hype entstanden um den Duft. Und dann, ihr kennt das, wird er teurer. Ich werde natürlich den Duft unten in meiner Beschreibung so gut wie es geht verlinken. So, oh, ein frischer, cremiger Duft. Viele sagen, er riecht nach nach den Rasierschaum von Nivea. Kann ich nicht ganz so sagen. Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Den Background eventuell so ein bisschen, ja, das könnte stimmen. Wenn ich ein bisschen noch räusper mich oder die Stimme nicht so, ich habe immer noch durch diese Erkältung, die Bronchitis auf Sylt, ihr kennt das, wenn ihr eine Bronchitis habt, wie lange das dauert, also im Hals und so, es ist immer noch nicht ganz weg. Entschuldigung dafür, aber ich denke mal, das sollte funktionieren. So, wow, also der ist stark. Die erste Zeit ist er richtig stark. Hat auch eine gute Ausstrahlung, gute Silage. Über 3 Stunden, man nimmt den immer warm. Wenn es vor allen Dingen warm ist, heiß, so, dann ist er perfekt. Hier in Norddeutschland ist es ja nicht ganz so warm wie aktuell Mitte Deutschland, Süddeutschland. Typisch, ne? Norddeutschland eben. Aber trotzdem cool, weil, ganz ehrlich, bei 22 Grad Sonne lässt sich auch gut leben. Und dann passt dieser Duft. Und er ist beliebt. Ich habe ihn einmal getragen und Komplimente, 2 Stück bekommen. Ja, wow, Begeisterung. Also ganz ehrlich, günstig. Ne? Es gibt Leute, die 10 Euro nur ausgeben möchten. Okay, ne? Aber 29 Euro, 19 vielleicht, aber ihr müsst mal gucken oder vielleicht finde ich das. Ist nice. Es ist nice. Absolut nice. Mandarine nehmt ihr auf jeden Fall an Anfang wahr. Cremige Mandarine. Aquatisch ein bisschen, nicht das typische aquatische, nur ein bisschen so kühl, aquatisch, richtig geil. Rosmarin, Lavendel, den Lavendel nehme ich gut wahr und das macht den auch interessant. Es ist ein kühler, frischer Mandarine-Lavendelduft. So könnte man es auch sehen. Also hat was. Salbei ist auch noch im Mittelteil. Alles das spielt so eine Rolle und ich finde, der Flakon ist auch cool. Passt einfach. Es ist einfach sommerlich und so weiter und so fort. Und jetzt kommt es in der Basisnote ist auch Eichenmoos drin. Ja, natürlich kein echtes Eichenmoos mehr, sondern synthetisches Eichenmoos mit Patchouli und Vetiver. Und das rundet einfach einen schönen Sommerduft ab. Der ist richtig cool. Und ich kann euch den nur ans Herz legen. Also ich habe privat den schon weiterempfohlen und auch 2 Bekannte und die waren begeistert. Also wenn ihr wirklich nicht viel Geld ausgeben möchtet, wollt, dann ist das der perfekte Begleiter im Hochsommer oder jetzt schon, weil sagen wir mal, er kostet 29 Euro.
dann hat man eine gute Silage und eine Haltbarkeit von ungefähr tatsächlich 7, also ja 6, ich sag mal 6 bis 8, 9 Stunden, weil jeder bei jedem das anders ist. Ich habe schon viele gehört, die das 8 Stunden, ne? Und das ist interessant. Und die ersten 3 Stunden nimmt man ihn sehr gut wahr. Also da kann man nicht meckern. Da gibt es ganz andere Düfte, die weitaus teurer sind, die nicht so halten. Also ich kann euch nur sagen, wow, Missoni Wave ist nice von Missoni. Ja, tja, wer hätte das gedacht? Ich habe mir den gekauft, weil da so ein Hype drum gemacht wurde. Ich habe das immer bei Livestream und auch so, hast du den, kennst du den musst du unbedingt mal kaufen, kostet nicht viel. Ja, dann habe ich es gemacht und Respekt, ich bin schwerst begeistert. Ich habe trotzdem diesen Duft schon mal ein bisschen gerochen. Irgendwo, das ist klar. Wahrscheinlich vielleicht wirklich den Rasierschaum von Nivea. Den hatte ich einmal, glaube ich, in meinem Leben. Oder höchstens zweimal. Müsste lügen. Da könnte das sein, weil ich behalte sowas, also das geht gleich in meinen Kopf rein. Es könnte sein, dass es wirklich der Rasierschaum ist. Ich war einmal überlegen, die ganze Zeit, wo ich ihn jetzt habe, ob es vielleicht auch ein anderer Duft ist. Komme ich aktuell nicht drauf, wirklich nicht. Wüsste ich nicht. Fakt ist, er ist gut, er ist günstig. Im Endeffekt für die Qualität sogar saugünstig. Da kann man nur sagen, wow, da liegt die Betonung auf nice. Und mehr kann ich nicht sagen. So, Leute. Missoni Wave solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Also Leute, haut rein und wie gesagt, abonniert den Kanal. Sehen wir uns bald wieder. Macht's gut. Fragrance Dog.